Sizilien, ganz im Süden Italiens gelegen, ist die größte Insel im Mittelmeer. Hier kommen nicht nur Archäologie- und Naturliebhaber auf ihre Kosten, sondern auch Gourmets. Über die Meerenge von Messina geht es auf das Festland. Im zweiten Teil sind wir im Süden des italienischen Stiefels unterwegs, um einige Höhepunkte wie Matera, Lecce, Gallipoli, Alberobello und das Castel del Monte zu besichtigen. Scylla ist erreicht, an der Meerenge von Messina gelegen. Die Stadt soll ihren Namen einem Mythos aus der Odyssee von Homer verdanken. So habe auf den Burgfelsen das Meeresungeheuer Scylla gehaust. Odysseus musste an diesem Monster vorbei. 6 seiner Mitstreiter fraß das Ungeheuer. Die kalabrische Stadt zeichnet sich vor allem durch den 600 Meter langen Sandstrand, das imposant auf dem Felsen liegende Castello Ruffo und das alte Fischerviertel aus. Das Castello Ruffo, Wahrzeichen der Stadt, liegt 72 Meter über dem Meer und weist eine sehr lange Geschichte auf. So soll es schon 476 nach Christus zum Schutz vor Piraten errichtet worden sein und hat der langen Zeit geschuldet eine sehr wechselvolle Geschichte. Der Name basiert auf der Familie Ruffo, die von 1543 bis 1806 Herrscher der Stadt waren. Nach dem 1908er Erdbeben von Messina wurden ältere Gebäudeteile weitgehend zerstört. Von der Residenz der Ruffo ist nichts mehr erhalten. In dem alten Fischerviertel stehen die Gebäude direkt am Wasser, sodass die Fischer ihre Boote am Haus festmachen können. In dem beschaulichen 5000 Seelenort spielt der Fischfang besonders von Schwertfisch eine große Rolle. An vielen Stellen wird gehämmert, gebohrt und gebaut. Am Strand entstehen einige größere Holzbauten für die kommende Saison. Zunehmend wichtiger wird der Tourismus. Auf den bereitet man sich gerade vor. Derzeit ist vieles noch geschlossen. Wir sind in Matera, 360 Kilometer nordöstlich von Scylla. In der Altstadt findet ein kleiner Markt statt, vorwiegend mit regionalen Lebensmitteln und Süßigkeiten. Bei der Fahrt in die Ortschaft ahnt man von der spannenden Geschichte Materas noch nichts. Eine typische, etwas in die Jahre gekommene italienische Mittelstadt mit 60.000 Einwohnern. Hier lebten die Menschen seit Jahrhunderten in Grotten. Auch unser Bed and Breakfast ist eine alte Höhlenwohnung, nur etwas moderner ausgestattet. Der Blick vom Fenster hinaus ist schon einmalig. Kein Wunder, sind wir doch inmitten eines Weltkulturerbes.
Christus kam nur bis Eboli. 1945 schrieb Carlo Levi ein Buch über diese vergessene Region. Er beschreibt die Abgeschiedenheit der Dörfer, die Zustände, unter denen die Menschen hausten. Weit verbreitet war die Malaria. Die Kindersterblichkeit betrug 50% in der ersten Woche. Dieses Buch ließ Italien auf Matera blicken, wie auf ein ungeliebtes Schmuddelkind. Es galt als Schande, in der Sassi von Matera zu leben. 15.000 Menschen zählte man 1948 in etwa 3.300 Räumen. In den 1950er und 60er Jahren wurden die Menschen in neu gebaute Wohnblocks umgesiedelt. Nicht ganz freiwillig. Viele verloren ihren sozialen Zusammenhalt und blieben arm. Die Räumung dauerte rund 20 Jahre. In einer Grotte lebten meist um die 15 bis 20 Menschen. Bei Finsternis, Fenster gab es nur selten, die Tür war klein und mit Holzlatten verschlossen. Für Wasser sorgten offene Zisternen im Höhlenboden, die sich über Kanäle mit Regenwasser füllten. Kühl, feucht und stickig war es. Für etwas Wärme sorgte das Vieh, das mit in den Höhlen bei den Menschen lebte. So sah es noch in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts aus. In einem kleinen Museum lässt sich eine eingerichtete Höhlenwohnung aus dem letzten Jahrhundert besichtigen, die schon etwas besser ausgestattet war. Die meisten Grotten sind nicht natürlich, sondern in den relativ weichen Sand und Tuffstein gehauen. Bald grub man ganze Wohnungen in den Berg und nutzte das gewonnene Material für den Bau der Fassaden und Häuser. So entstand im Laufe der Jahrtausende eine Höhlenstadt auf vielen Ebenen mit verschachtelten Höhlenwohnungen, engen Gassen und kleinen Plätzen, dazwischen zahlreiche Felsenkirchen, allein über 150 in der Altstadt. 1270 kam in der Oberstadt für die Bessergestellten eine Kathedrale hinzu. Nachdem die Menschen umgesiedelt waren, standen die Höhlenwohnungen leer und verfielen. Bis die UNESCO kam, die 1993 die Besonderheiten dieser Stadt erkannte, sie zum Weltkulturerbe machte. Auch dann geschah wenig zum Erhalt. Erst als Mel Gibson die Stadt 2004 als Drehort für seinen Film über die Passion Christi erwählte, bekam Matera unerwarteten Zulauf. Der Tourismus ist für die Stadt die einzige Chance auf eine Zukunft. Heute finden sich Hotels, B&Bs, Restaurants, Museen, Souvenirshops und Ateliers mit Produkten aus der Region in der Sassi, dem ältesten Teil des Ortes. Caciocavallo. Der Käse schmeckt vorzüglich über dem Feuer geschmolzen auf einem gerösteten Brot oder man nimmt ihn zu Pasta und zum Kochen und Braten zusammen mit Olivenöl und Gewürzen. Auch heute noch sorgt die Filmbranche für mehr Besucher. Teile der Neuauflage von Ben-Hur, Szenen aus dem Film Wonder Woman entstanden hier oder auch spektakuläre Szenen aus dem James-Bond-Film Keine Zeit zu sterben.
Auf der anderen Seite der Schlucht lebten einst die Hirten mit ihren Tieren. Ein paar in den Stein gehauene Stufen und ein schmaler Pfad reichten. Sehenswert sind die Ställe, wo man sich fragt, wie die Tiere eigentlich hinkommen. Weiter finden sich Zisternen für die Wasserversorgung des Viehs, kleine Höhlen für die Hirten, dazwischen größere und kleinere Felskirchen. Menschen leben hier seit der Jungsteinzeit. Matera gilt als einer der ältesten besiedelten Orte der Welt. Im Jahr 2019 war Matera europäische Kulturhauptstadt, wird immer bekannter. Wer diese Stadt also mit mehr Ruhe und immer noch etwas Ursprünglichkeit kennenlernen will, sollte nicht zu lange warten. 180 Kilometer sind es bis nach Lecce, eine andere Welt. Übernachtet wird etwa 10 Fußminuten von der Altstadt entfernt in den Resten eines alten Kastells. Lecce ist ein barockes Juwel im Landesteil Apulien gelegen mit etwa 96.000 Einwohnern. Die Altstadt ist von einer Ringmauer mit 4 Toren umgeben. Das Stadtbild ist geprägt von barocken Gebäuden, die meisten stammen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Wegen des der stadteigenen Barocco Leccese wird sie gern auch als das Florenz des Rokoko bezeichnet. Die Gründung der heutigen Stadt soll im 13. Jahrhundert erfolgt sein, es finden sich aber auch Reste aus römischen Zeiten. Die Reste des römischen Amphitheaters liegen mitten im Zentrum. Sie entdeckte man in den 1930er Jahren unter anderen alten Gemäuern und legte sie frei. Sehenswert sind mehrere Kirchen, ein Dom oder die Basilika Santa Croce. Was mussten die Menschen damals für diese kirchliche Pracht bluten? Auch der Besuch einiger Museen lohnt. Obwohl es Ostermontag ist, der wichtigste christliche Feiertag in Italien, sind die Museen, Kirchen und Läden auch spät am Abend geöffnet. Die Menschen drängeln sich durch die Gassen. Es herrscht ein südländisches Treiben. Welch Unterschied zu einem Feiertag in Deutschland. ...40 Kilometer sind es von Lecce bis Gallipoli am Meer gelegen. Die Altstadt gleicht einer Festung. Sie liegt auf einer Insel, die nur über Brücken zu erreichen ist, wurde jahrhundertelang von Mauern, Türmen und Basteien vor Piraten und Invasoren geschützt. Gegründet hatten die Stadt wie so vieles die Griechen 265 v. Chr. als Kallipolis, was schöne Stadt bedeutet. Den heutigen Namen bekam sie von den Römern. Das Kastell wurde in der Zeit nach 1266 unter Karl I. errichtet. 1484 eroberten die Venezianer die Stadt.
Wir schlendern gemütlich durch die überschaubare Altstadt. Zahlreiche Souvenirshops zeigen, was hier vor allem in der Saison los ist. Eine halbe Fahrstunde von Gallipoli weg erreichen wir später dann den südlichsten Punkt des italienischen Festlandes, den 47 Meter hohen Leuchtturm Faro di Leuca in Santa Maria di Leuca. Man kann hoch, aber angesichts der Warteschlange und deren Geschwindigkeit wären es wohl 2 Stunden Wartezeit geworden. Auch so ist der Blick auf die Küste und die Stadt schön. Die Scalinata Monumentale mit rund 280 Stufen führt vom Hafen aus hoch zu dem Leuchtturm. Sie wurde im 18. Jahrhundert errichtet. Es geht ein Stück nordwärts, dann in das Landesinnere. Aber vorher besuchen wir noch das Städtchen Polignano a Mare, wunderschön an der Küste gelegen. Wir schaffen es, einen Parkplatz in der Stadt zu ergattern, was allgemein als sehr schwierig gilt. Die Ortschaft ist eine der meistbesuchten Städte an der apulischen Küste. Die meisten Gebäude in der historischen Altstadt sind restauriert. Ein Gewirr von engen Gassen mit Läden, Restaurants und Kirchen laden zum Bummeln ein. Unterhalb der Ortschaft an der Klippe finden sich zahlreiche Grotten, umspült vom kristallklaren Meer. Bewohnt ist Polignano bereits seit der Jungsteinzeit. Die heutigen Gebäude stammen aus dem Mittelalter.
Am frühen Nachmittag erreichen wir unser Trullo, im Zentrum von Alberobello gelegen. Hier bleiben wir 2 Tage. Das Gebäude, in dem wir nächtigen, ist etwa 400 Jahre alt, wurde vor 4 Jahren modernisiert und zu einem B&B ausgebaut. Trulli sind Gewölbebauten aus Trockenmauerwerk mit schuppenartigen dunklen Bruchsteindächern und für diese Gegend typisch. Ursprünglich standen sie in den Feldern und nicht in einem Ort, bieten durch die Bauweise aus massivem Naturstein mit dicken Wänden und kleinen Fenstern guten Schutz gegen die Sommerhitze. Im Winter speichert das Mauerwerk die Wärme für längere Zeit. Einst lange Zeit dem Verfall überlassen, erleben die Arme-Leute-Häuser eine Renaissance und Alberobello ist insofern einmalig, weil hier größere geschlossene Viertel mit diesen Gebäuden erhalten blieben. Seit 1996 zählt es zum Weltkulturerbe der UNESCO. Ein als Museum eingerichtetes, zweistöckiges Trullo entstand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und gehörte einem wohlhabenden Priester. Es ist das einzige mit 2 Etagen und das erste, bei dem Mörtel zum Einsatz kam. Es diente als Wohnung, Kapelle, später als Drogerie, Kloster und Laboratorium. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erworben es die heutigen Besitzer, die den Trullo als Wohnung nutzten. Errichtet hat man die Trulli ab dem 17. Jahrhundert im Auftrag eines lokalen Grafen. Für feste Bauten mussten Steuern an die Regierung gezahlt werden. Also forderte er seine Bauern auf, Häuser ohne Mörtel zu bauen, sondern aus Stein als Trockenmauerwerk. Im Falle einer königlichen Inspektion bauten die Menschen die Trulli teilweise ab und konnten sie später leicht wieder errichten. So ließ sich den Geldeintreibern zeigen, dass eine armselige Ansammlung von Gebäuden ohne Dach wohl kaum eine steuerrelevante Neubausiedlung sei. Alberobello hat 12.000 Einwohner, die inzwischen gelernt haben, das Erbe ihrer Vorfahren zu pflegen. Möglich ist das durch den Tourismus mit all seinen Schattenseiten. Er sorgt für den finanziellen Obolus, auch wenn durch den Touristenansturm manches vom Flair der Trulli-Stadt verloren geht. Aber ohne diese Gelder würden viele alte Gebäude verfallen, eben nicht in B&Bs, Geschäfte oder Restaurants umgewandelt. Zunehmend bewohnt man auch wieder manche Trulli, baut mehrere zu einer größeren Wohneinheit um. Jedenfalls lohnt ein Besuch dieser Stadt, möglichst außerhalb der Saison.
Wir sind 80 Kilometer nördlich von Alberobello bei Andria und auf dem Weg zum Castel del Monte, unserem letzten Ziel im Süden Italiens, bevor es wieder zurück nach Deutschland geht. Das Castel del Monte, den Bau in Auftrag gegeben hat der Stauferkaiser Friedrich II. Er baut zwischen 1240 und 1250. Berühmt ist es durch die Bauform. Vom Grundriss her achteckig, steht an jeder der Ecken ein ebenfalls achteckiger Turm. Über die Funktion der Burg rätselt man noch immer. Es gibt keine Arsenale, Gräben, Vorburg oder Mannschaftsräume, die man bei einer Festung erwarten würde. Für ein Schloss fehlen Zugbrücke, Graben, Ställe und mehr. Dafür findet man am Hauptportal und den Fenstern Verzierungen, im Inneren die Reste aufwendiger Sanitäreinrichtungen und mehrere Kamine. Dennoch scheint es eine normale Burg gewesen zu sein. So spricht ein alter Reisebericht aus dem 17. Jahrhundert von Resten hölzerner Ställe und Hütten im Umfeld, die heute nicht mehr existieren und nur scheinbar fehlen. Friedrich II. War ein reisender Kaiser, der in seinem Reich umherzog. Wohl kaum eines seiner Schlösser konnte damals den gesamten mitreisenden Hof beherbergen. Dafür baute man bei jedem Besuch ein provisorisches Lager auf, mit allem, was für die Anwesenheit erforderlich war. Sizilien, ein Schmelztiegel der Kulturen über Jahrtausende. Alle haben etwas hinterlassen, seien es die Griechen, Römer, Normannen oder Araber. Die wechselvolle Geschichte Siziliens hat ihr viele Gesichter beschert und gleichermaßen Ausbeutung und Versklavung. Groß ist noch heute das Misstrauen der Sizilianer gegenüber allem, was von außen vom Festland kommt. Dennoch begegnen sie Besuchern gastfreundlich. Sizilien steht für Tradition und Kultur und für den Ätna, der zum Wandern und Staunen einlädt. Die Liparischen Inseln, vom Massentourismus verschont. Ein Urlaubsparadies mit ihrem kristallklaren Wasser, den Höhlen und Badelagunen und Italien pur. Auch sie sind, wie so vieles im Süden Italiens, Welterbe der UNESCO. Der Süden des italienischen Festlandes, die Stiefelspitze. Hier erwarten einen wunderschöne und geschichtsträchtige Orte, wahre Perlen, die zu einer Rundreise einladen. Nur sollte man die Saison meiden. Der Süden Italiens und Sizilien sind so viel mehr als nur Strandurlaub und gute Küche und mehr als eine einzige Reise wert.